Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal wieder ein Datteltäter-Video. Bin ich sehr gespannt. Nämlich, sag mir, welchen Game of Thrones Charakter spreche ich? Oder ich spreche, wie auch immer. Muss auch gleich dazu sagen, wird sowieso ein bisschen schwieriger für mich, einfach aus dem Grund, ich habe den Namen gar nicht mehr so im Kopf. Von den ganzen, Charakteren. Aber wir versuchen es einfach mal. Aber eigentlich geht es ja immer mehr darum, wen haben die noch gesprochen? Und ich glaube, das wird ganz wild. Deswegen, wir gehen rein. Let's go. Hi. Hallöchen. Ich habe meinen Bruder mitgebracht heute. Moin, Jam. Kennt ihr euch aus bei Game of Thrones? Easy. Ja. Easy, ja? Oh nein, ich hab nie geguckt. Alles gut, alles gut. Guck mal. Diese Folge nehme ich full auf mich. Ihr habt alle Folgen gesehen? Alle Bücher gelesen. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde Game of Thrones ist wirklich ein Meisterwerk. Gerade der scheiß Soundtrack, der einen so in den Kopf gebrannt wird. Ich habe es, glaube ich, jetzt zweimal durchgeschaut. Ja, zweimal durchgeschaut. Eigentlich, also, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, eigentlich so dieses 50-50-Ding muss immer drin sein. Also ich würde sagen, 4, 5 sollte ich hinbekommen. 5 sollte ich hinbekommen. Bücher gelesen. Spaß, nur eins, aber Wann das letzte Mal gesehen? Vor 3 Monaten. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum hat der Bro schon die Kopfhörer auf? Aber gut, Anni, also da kannst du das ja auch schon drauf. Das ist crazy. Ich habe es das letzte Mal gesehen, als Staffel 8 In rauskam. der 8. Staffel haben die ja so reingekackt. Ich habe Game of Thrones mit meiner Ja. Mutter geguckt. Also muss ich auch sagen, Staffel 8 war es, da wurde das Pacing einfach zu schnell, zu sehr angehoben, meiner Meinung nach. Also hab ich nicht gefühlt. So die ganze Zeit wieder so geil aufgebaut und am Ende war es einfach bam, bam, bam vorbei. Ja, fand ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, das haben wir alle am Ende gehabt. Aber es ist auch, glaube ich, immer dieses normale Ding, was man immer hat, so, ey, du guckst das über eine Serie über einen längeren Zeitraum und dann kommt so die letzte Staffel, du weißt, es geht zu Ende und oft ist das dann immer so ein Tritt ins Gesicht. weil du einfach weißt, es geht zu Ende und weil dann irgendwie auch diese Magie einfach oft schwindet. Aber gut, let's go. Ein Banger. Ach, ich bin ein Monster? Vielleicht solltet Ja, das ist ihr doch der etwas Zwerg. behutsam- Da brauchen wir ja noch nicht mal. Also da ist ja wohl, ne? Da ist ja wohl. Tyrion? Tyrion? Ja, Tyrion, der Bastard. Der kleine Zwerg. Natürlich, Tyrion mal Lannister. mit mir sprechen. Monster sind gefährlich. Krass. Und zurzeit sterben Könige wie die Fliegen. ich kenne 100%. Sag doch da. Einer meiner Lieblingscharaktere. Darf ich sagen direkt? Darf ich sagen? Ach, wer ist der Kleine nochmal? Kämpft nicht für den König. Kämpft nicht für seine Königslande. Kämpft nicht für Ehre und auch nicht für Ruhm. Und nicht für Reichtümer, denn ihr werdet keine erhalten. Es ist eure Stadt, die Stannis plündern will. Euer Tor, das er einrammt. Wenn er reinkommt, wird er eure Häuser niederbrennen. Euer Gold wird er stehlen. Eure Frauen wird er schänden. Tapfere Männer klopfen Junge. gerade an unsere Tür. Gehen wir sie umbringen. Ich bin so dabei, Also auf jeden Ich Fall. bin so dabei. Ist crazy nach diesen Sätzen, ey. Aber, also, wie gesagt, Tyrion war für mich sowieso einer meiner Lieblingscharaktere, weil es einfach seine Ansichten und halt auch so sein Mindset, aber auch seine Intelligenz war so gut. Und der hat ihn so gut gespielt. Das war alles geil an Der der. beliebteste Charakter von Game of Thrones, safe. Also Tyrion. Ja, 100%. ich unterschreib's. Staffel 2, Folge 9. Wirklich? 100%. Okay, gut. Jam, beruhig dich. Wow. Wow. Also, mein Name ist Klaus-Peter Damitz und ich spreche natürlich Tyrion Lannister, Geil. Peter Dinklage in Game of Thrones. Yay! Es macht immer wieder Spaß, auch zu sehen, die Gesichter zu sehen dazu, ne? Aber krass.
Krass, krass, krass. Sehr, 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 sehr angenehme und auch sehr coole Stimme. Aber auch für diese epischen Sachen finde ich sehr geile Stimme dafür. Vom Er war einer Klaus. meiner Favorite Klaus Charaktere. Peter. 100%. Wirklich, wie toll. Er war immer so für das Gute so. Ja. Für das Richtige. Was haben Sie noch so für Rollen? Aber der hat auch halt nicht so das Blatt vom Mund genommen, ne? Das fand ich auch irgendwie so das Geile an Game of Thrones. Du hast halt wirklich so dieses düstere und auch oft aggressive, kalte. Boah, das hast du das Game of Thrones halt so geil gemacht. In South Park, Butters Dad, Towley. Hat Tauli nicht so eine ganz hohe Stimme? Ja. Bisschen kiffen. Ein bisschen kiffen? Nein. Junge, also das bringt einen aber auch dann irgendwie auseinander. Also das bringt einen so durcheinander. Dieses South Park, Towley und Tyrion. Wie kommst du auf diese Idee, dass du sagst, okay, der Typ, der Towley gesprochen hat, den gebe ich jetzt einfach die Synchronstimme für Tyrion. Was? Spann dich. Zieh dir einen rein. Rick und Morty. Wen sprichst du da? Wen spreche ich da? Den Vater? Ja. Nein. Jerry Smith. Er ist so süß. Ich habe auch extra dafür Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. die Pickle Rick Socken. Pickle Rick Socken. Assassination geil. Classroom kennt ihr? Mit diesem gelben Smiley? Genau. Ja, habe ich nicht Ich bin geguckt. das gelbe Smiley. Nein! Ja, ich hatte Doch, die ja, große klar. Ehre auch. Ich hab's auch nicht gesehen, aber klar, Kuro Sensei, wenn man so ein paar Clips gesehen hat. Natürlich, wenn man es jetzt auch weiß, fällt es einem auch wieder ein, aber krass. des Öfteren schon Miss Piggy sprechen zu dürfen. Was? Miss Ja. Piggy. Miss Piggy. Wie kommt dieses Hure so? Das kommt ganz gut. Ey, das wird eine Folge, wo ich sehr viel pausieren werde, glaube ich, weil also es fängt schon Brainfuck-mäßig an. Towley, Tyrion, Miss Piggy. In was für einer Welt ist das wirklich? Oh. Danke euch. Danke. Vielen Dank. Wenn jetzt so eine richtig tiefe alte Männerstimme kommt, dann gehe ich nach Hause. Dann gehe ich nach Hause. Langfinger. Wie soll ich trinken ohne Wein? Onkel. Nein. Nein, nicht er, nicht er. Aber den Namen, da bin ich auch gerade richtig froh, dass ich den vergessen habe, ne? Ach, wie heißt der? Gümmel, Bastard, Penner, immer weiter, also die Liste kannst du immer weiterführen. König, Sohn, wie heißt der? Joffrey. Ihr könnt mein Mundschenk sein, Boah, da ihr zu feige seid zu kämpfen. da krieg ich Aggression direkt, ne? Direkt Aggression. Auf 3, okay? Soll ich es direkt sagen? Oder soll ich ihn direkt angreifen? Ihn mag ich, aber den Charakter hasse ich. Ich dachte, du siehst anders aus. Ich dachte, du siehst böse aus. Und so Aber man muss aber auch sagen, ne, da muss man wirklich sagen, Joffrey wurde halt auch so gut gespielt. Also man muss generell sagen, dass der ganze Cast war eigentlich mega geil. Aber Joffrey wurde halt so gut gespielt. Auf der anderen Seite auch ein bisschen schade für den Schauspieler. Der hat einfach gefühlt für eine Rolle alles gegen die Wand gefahren, weil er den so fucking gut gespielt hat und gefühlt jeder ihn jetzt hasst. Genauso wie, dass man diese Stimme einfach so sehr hasst. Aber das ist ein cooler Dude. sobald ihr geblutet habt, mache ich euch einen Sohn. Mutter sagt, es dauert nicht mehr lange. Das da ist euer Vater. Der dort. Seht ihn euch an, damit ihr wisst, was mit Verrätern geschieht. Was ist so So asozial, ey. Diese Szene. Boah, ich hab ihn so gehasst. Nur Joffrey sagt sowas. Ist wirklich unmöglich, der Junge. Staffel 1, Folge 10. Hör mal auf, Junge, hat er das irgendwie, weiß ich nicht, kurz davor geguckt? Hat er da alles nachgeguckt? Oder hat er, also das ist ja verrückt. Ich bin Tobias John von Freiend und ihr habt es auch richtig erraten, ich bin Joffrey Baratheon aus Game of Thrones. Nie im Leben hätte. Also, das ist auch wieder so ein Gesicht, was du nicht erwartet hättest. Der sieht so aus wie so ein richtig netter Dude.
das Lustigste oder das, was ich am meisten als Vorschlag bekomme, ist, wir heiraten. Könntest du vielleicht irgendwie sagen, dass du uns töten willst oder sowas? Oder dass du sagst sowas wie... Ich muss sagen, als Joffrey gestorben ist, habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Ich war so, ja, stirb, du Depp. Aber ich spreche natürlich auch liebe Leute. Zum Beispiel? Den Rico aus Hannah Montana. Der war auch cool. Rico! Okay, der ist auch ein bisschen gemein. Findus aus Patterson und Findus. Brimsley in Jung in Queen Charlotte. Bridgerton. Stimmt. Oder Tashi aus Your Name. Tashi aus Your Name. Ja, ich bin Habe ich nicht mehr im Kopf, ey. Your Name, mega Anime. Aber. Ja, habe ich nicht im Kopf. reingerutscht. Also ich war beim Kinderarzt und dem habe ich gesagt, dass ich mal so Schauspieler werden möchte und Synchronsprecher werden möchte. Und dann hat der gesagt, yo, meine Frau ist Regisseurin, magst du nicht mal mitkommen? Und ich so, ja klar. Und dann, bin ich da so reingerutscht. Und mein erster Satz war nämlich, seid ruhig, ihr Arschlöcher. Das fand ich halt super geil. Ja, mit klar, 6 Jahren. ja. So, endlich mal fluchen. So. Super, ich danke euch. Ich danke dir. Christian ist mein Bruder, bester Mann. Wow. Aber das ist auch cool, ne? Das ist so ein bisschen behind the scenes, so, man die Leute auch kennenlernt, so ein bisschen so, ey, okay, gut, ne? Der macht jetzt, der ist so da reingerutscht, die ist so durch Familie da reingerutscht oder was auch immer. Aber durch einen Kinderarzt? Das ist cool. Habibi. Holy shit. Wir sind keine Freunde. Oh, mein König! Mein König! John! waren es auch nie. Und wir werden es heute auch nicht werden. Hier geht es nicht um Freundschaft, sondern ums Überleben. Darum, dass eine 200 Meter hohe Mauer euch schützen kann vor denen da draußen. Boah, ich hab Gänsehaut, ne? Gänsehaut. Ja, sag Würde ich es! mich daran erinnern, es ist was 10 Jahre her, dass ich es gesehen habe. Wow. Aber das ist diese schöne... Diese Stimme Ja? und dieser Mann. Wir sind hier, um uns von unseren Brüdern und Schwestern Krass, also ich muss ehrlich sagen, das ist auch Real Talk so eine richtig schöne Stimme. zu verabschieden. Von unseren Vätern und Müttern und unseren Freunden. Von den Männern und Frauen an unserer Seite, die ihre Streitigkeiten haben ruhen lassen. Sie kämpften vereint und fanden vereint den Tod, damit andere überleben konnten. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist ihnen etwas schuldig, was wir niemals begleichen können. Es ist uns eine Pflicht und Ehre, sie in der Erinnerung lebendig zu halten. Für jene, die uns einmal nachfolgen und für jene, die ihnen nachfolgen. Bis zum letzten Atemzug der Menschheit. Sie waren der Schild, der die Reiche der Menschen geschützt hat. Und ihresgleichen werden wir nie wiedersehen. Das ist cool. Wie kann man so eine Stimme Ich hab so haben? Gänsehaut am ganzen Körper, Das ist ey. wirklich heftig. Der umarmt einfach jeden Jon zurück, Das geil. ist John Schnee. Ich bin Patrick Roach. Und Jon Snow, also muss man ehrlich sagen, ne, da muss man auch sagen, deutsche Synchro so reingeschissen, anstatt, also Jon Schnee zu sagen. Genau, ich bin die Stimme von Kit Harington. Finde ich aber auch krass, ne? So, es ist bei beiden, du guckst dir die beiden an und würdest diese Stimme nicht erwarten, finde ich. Obwohl die so geil natürlich, ne, wenn man jetzt gerade Game of Thrones geguckt hat, einfach so geil passend aber auch findet. Der wieder neu erwachte. Ja. Boah. Der Auserwählte. Eigentlich der krasseste Motherfucker Der da. Motherfucker. Und dann ist er nie wirklich dazu gekommen, das Ey, mal auszuleben, Wer aber Khaleesi eigentlich... klar macht, wirklich, ich habe meinen größten Respekt als Mensch allgemein. Wirklich. Aber ich fand die Verbindung ja nie so geil. Ich fand sie so geil. Wie du Worte betonst, wie du so Endungen, so das MN an Enden irgendwie so lang ziehst. Während ich synchron gemacht habe oder auch früher, ich habe ganz viel Musik gemacht. Also ich habe mich früher immer mehr als Musiker gesehen wie als Sprecher. Also ich bin zum Beispiel jetzt der aktuelle Superman. So mit seinem Hund, ne? Ah, ne, nicht gesehen. Aber er spricht halt wirklich so richtig clean, ne? Der Film war grottenschlecht. Unterste Schublade. So schlechte, unauthentische Dialoge. So der rote Faden war auch so schlecht. Die Stimme war gut. Ja, ja, ist klar. einen Würde ich anderen jetzt auch sagen. Schauspieler, den Jeremy Allen White. The Bear? Echt? Ja, klar. Warte, Hab ich nur auf Englisch Shameless, gesehen. Shameless, atme mal. Wonder, das war Also, eine Familienfilm. immer Clips Ich hab auf Englisch die Serie gesehen. Wieder viel zu früh geguckt und dann 11 Staffeln und dann war crazy. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke dir, ey. Bester Mann. Wirklich, bester Mann. Wie gesagt, nicht auf Deutsch gehört, aber kann ich mir geil gut, oder kann man sich gut vorstellen, den Mann in diesen beiden
oder für diese beiden Schauspieler der Synchronsprecher zu sein. Boah, da bin ich gespannt. Boah, machen wir einfach einen wilden Guess jetzt? Der sieht aus wie ein Mann. So ein richtiger Mann. So, ich habe hier nebenbei die Besatzung extra aufgemacht, muss ich ehrlich sagen. Natürlich mit den Schauspielernamen und nicht den Synchronsprechernamen. Damit ich so ein bisschen wenigstens weiß, oder die Namen mir raussuchen kann. Tormund. So ein bisschen verrückt, so ein bisschen? Könnte? Oder Eddard? Eddard Stark. Das. Ja, einfach nur vom Aussehen würde ich jetzt Eddard Stark sagen. Einfach so vom Aussehen. Am liebsten würdet ihr mich köpfen. Glaubt ihr könnt es? Könnt ihr... Langfinger? Langfinger, wie hieß er denn noch? Bellisch. Penner. Aber Bellisch? Werdet ihr mich in einem fairen Kampf besiegen? Die Antwort lautet nein. Es gibt 3 Männer in den Königslanden, die vielleicht eine Chance gegen mich hätten. Ihr gehört nicht dazu. Das Bellisch. Was ist das? Der Lannister-Vater. Nein. Ist es... Ich bin Nein. nicht 100% mir sicher gerade. Aber ich denke, es ist Kleinfinger. Ja. Einst sagtest du... Also ich finde, wenn du den Satz nur hörst und gar nicht so wirklich hinhörst, könntest du, da verstehe ich so den Lannister-Vater Call. Aber Bellisch. Die Familie würde Also Langfinger. fortbestehen. Sie allein würde fortbestehen. Du erzähltest mir von einer Dynastie, die 1000 Jahre überdauern würde. Was wird aus deiner Dynastie, wenn Tyrion stirbt? Ich bin bei der Königsgarde. Mir verbietet der Eid, die Linie fortzusetzen. Was wird dann aus deinem Erben? Wer trägt das Löwenbanner in zukünftigen Schlachten? Es ist Jaime Lannister. Jaime Lannister. 100%. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich war mir so sicher. Aber ja, Jaime Lannister. Königsmörder. Kleinfinger und Jaime Lannister sind von der Schmierigkeit sehr gleich schmierig. Es ist Jaime Lannister und ich hasse ihn. Hussein, was sagst du? Wir hassen Jaime Lannister? Boah, den habe ich gar nicht umschrieben jetzt gerade gehabt. Krass. Junge, aber wild, was sie da für Synchronsprecher antanzen lassen, ne? Also das sind ja nur Brecher. Jaime Lannister. Boah, na gut, da haben wir den ersten Minuspunkt, ne? Ich war mir so sicher mit Langfinger. Oh mein Gott. ihn und es ist Jaime Lannister. Mein Name ist Manu Lubowski und ich spreche Jaime Lannister in Game of Thrones. Weil ich war mir gerade, also ich muss ehrlich sagen, ne, ich war so, ja okay, ist Langfinger, aber irgendwie hatte Langfinger doch eine höhere Stimme. So, und dann jedes Mal so dieses Betonen und zum Ende hin auch immer so dieses, das war irgendwie komisch, aber ich war mir trotzdem 100% sicher, aber jetzt, ja okay, man weiß, Jaime, und wenn er dann normal redet, okay. Boah, das ist hart. Ja, also das ist hart. War nicht also ich fand die Rolle nicht so, also ich fand den Charakter nicht so cool. So seine ganze Entwicklung war geil anzusehen. Ne, so dieser eklige Mensch, der dann aber zum Ende hin so zum Guten wurde, finde ich cool. Hat so ein bisschen was von Prinz Zuko von Avatar, Herr der Elemente, finde ich so ein bisschen. Aber ich hab den jetzt nicht wirklich irgendwie so als Charakter gefühlt, dass ich sagen würde, ja okay, ist ein cooler Charakter. Er hat auch eine sehr, sehr geile Rolle bei One Piece. Oh, ja. Sehr, sehr geile Rolle. One Piece? Room. Nein, Trafalgar Law. Oh shit, echt? Ja. Wow. Crazy. Kennt ihr Community? Nee. Doch. Was für Law? Den höre ich ja gar... Ah, doch. Boah, nee, aber trotzdem... Nee, da merkt man wieder, also manchmal passen das Aussehen zu der Stimme, zu den Synchronsprecherrollen. Also nee. Jeff Winger.
Der Typ. Krass, ey. Krass. Klößchen. Cars. Cars, wen hast du gesprochen? Sag nicht Lightning McQueen. Katschau. Nein, nein. Junge, was? Also das ist auch das Schlimme an diesen ganzen Datteltäter-Videos immer, ne? Videos immer. Du guckst dir das an und denkst dir so, boah, krass, krass. Und jedes Mal kommen da irgendwelche Rollen, wo du dir denkst, das geht gar nicht. Und das macht ja gar keinen Sinn. Jamie Lannister, Lightning McQueen und Law. Also da muss man sich echt mal fragen, wie die auf die Idee kommen, die ganzen Leute irgendwie, ne, also da frage ich mich, wie ist das, dass die Regisseure sich denken, ja, der hat ein sprechendes Auto jetzt gesprochen, sehr, sehr gut, aber den machen wir jetzt als Jamie Lannister. Was? Was? Ich bin Speed. Krass. Der Porsche war auch schon ein heißer Feger, wirklich. Ein Flitzer. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mit dem Arschgeweih, hä? Bester Mann. Hallo. Hi. Oh, ey, das ist aber ein bisschen asozial, ne? Weil bei ihm wurde doch, also jetzt gerade wurde doch die ganze Zeit das Mikro angepasst von den Helfern da, oder nicht? Und die Arme. Warte, ich will nochmal das Hi hören. Feger, wirklich. Ein Flitzer. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dein Herzblut. Bester Mann. Hallo. Hi. Hallo. Nee. Wenn du es willst, dann gebe ich's dir. Einen so einen Fettwanst habe ich schon umgebracht. Du hast bestimmt nie einen umgebracht. Ein Fettwanst? Das muss doch die... Gut, den Namen, den habe ich vergessen, obwohl das, also Real Talk, einer meiner Lieblingscharaktere war. Arya Stark. Wenn nicht sogar, also Arya Stark und Tyrion, die haben sich wirklich, die haben mich schon wirklich mitgenommen. Aber gut, ne? 10 Jahre her, Stimme hat sich entwickelt, okay, ja, gut, ja. Oh, ich glaube, das tut mir gleich wieder richtig weh, wenn ich merke, dass ich wieder falsch liege. Gebracht. Ich wette, du bist ein Lügner. Aber ich bin keiner. Das muss ich bin sein. gut im Fettsack töten. Ich töte gerne Fettsäcke. Das muss sie sein. Das ist die kleine Schwester von Jon Snow und Robb Stark. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Wie hieß sie? Arya Stark. Oh mein Gott. Ist ja auch klar, dass wir den Namen vergessen haben. Sie hat ja auch keinen Namen. Ich fand diesen Charakter fand ich so cool, ey. Wow. Wie die da alle nachher abgegangen ist. Die Junge leckt mich fett, ey. Ich bleib bei Arya. Ja. Arya Stark, es ist Arya Stark. Du warst die erste Person auf meiner Liste. Oh Dafür, ja, dass du jetzt. Syrio Forel getötet hast, weißt du noch? Wahrscheinlich nicht. Einige der anderen habe ich schon erwischt. Ein paar hat mir der vielgesichtige Gott gestohlen. Ich bin froh, dass er mir dich gelassen hat. Weißt du, wer ich bin? Ich kann dich nicht hören. Du weißt, wer ich bin. Ich bin... Arya Stark. Weißt du, wer du bist? Ockenberg. Niemand. Also Okay. Ein Nichts. Ist das krass? Niemand. Oh. Einfach gedisst. Das ist so krass. Das ist wirklich Ich krass. bin so froh, dass das zweite Zitat aus ihrer coolen Phase ist. Also ja nur coole Phase, aber aus ihrer richtig coolen Nee, ich Phase. check, was du meinst. Die war so cool. Arya Stark, sie brauchte keinen Beschützer, nix. Sie Rache genommen hat für die ganze Stark-Familie. Ich bin Paulina Rimmelein und ich bin Arya Stark. Wow. Mega. Ich finde sie auch die coolste. Oder? Ja. Ich find's aber auch krass, so, ne, wie sich ihre Stimme entwickelt hat. Ist auch so, also die ist richtig schön geworden. Ich war, glaube ich, 10 Also oder von 11, als Paulina wir das jetzt. angefangen haben. Das heißt, ich bin quasi mit Maisie Williams groß Echt, ja? geworden. So, Cool. Ja. Habt ihr Ghibli-Filme gesehen? Ja. Wenn du mir jetzt mit... Nein. Ne, also, wenn da jetzt Shihiros Reihe so kommt, dann würde ich umdrehen. Also, dann packe ich es gar nicht mehr. Ghibli-Filme. Boah, es gibt so viel. Also, Ghibli ist halt so fucking gutes Studio. Oh, sag's mir. Ja. Mein Nachbar Totoro Ah, ja, cool. war ich May, also die kleine Schwester. Oh, die war so süß. Nein. Oh, das war süß. Aber auch ein schöner Film. Wie gesagt, nur schöne Filme von Ghibli. Bridgerton? Nein. Habt ihr sie? Ja, natürlich habe ich Bridgerton gesehen.
Ich bin erste Staffel eigentlich nur. Ich bin Daphne. Ja. Ja, klar. Das musst du sehen. The Bear hast du nicht geguckt? Nein, die schwarze Köche. Ja, die Sydney, genau. Okay. Dankeschön. Ey, danke. Okay. Vielen Dank. Aber, wie gesagt, sehr, 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 sehr schöne also wie die Stimme sich entwickelt hat, wow. Aber ich glaube, das ist aber auch so dieses Synchronsprecher-Ding, ne? Du kannst nachher keine, also wenn du fängst ja an, oder du lernst ja also richtig schön zu sprechen, oder mit Betonung zu sprechen und wenn du danach nicht richtig sprechen kannst, also nicht schön klingst, weiß ich nicht, da bist du auch gegen eine Wand gelaufen. Ich liebe deine Brille. Danke. Das ist doch die Frau von Jon Snow, oder nicht? Also, von Kit Harington? Wie ist sie? Was habe ich hier? Ygritte. Hi. Hi. Ich liebe deine Brille. Danke. Will ich jetzt einfach mal so in Guess reinwerfen. Mein Leben lang haben mich Männer wie ihr verhöhnt. Und Ygritte. mein Leben lang habe ich Männer wie euch in den Dreck gestoßen. Ygritte. Es muss Ygritte sein. Bitte. Ach so. Oder ja, doch. heißt sie so? Ich meine wohl. Ich weiß es Die schon. Rothaarige. Ich würde gerne eine zweite Zeile bekommen. Finde ich aber auch Lady krass, Sansa. dass sie einfach so eine kurze Dingens hat. Nein. Sie ist... Das ist nicht Ygritte. Warte. Ich würde gerne eine zweite Zeile. Weil ich finde, die ersten Sätze sind so, es passt zu Ygritte. Aber das jetzt, bekommen. Lady Sansa. das ist... Lass mich eben durchgucken hier. Brienne von Tarth. Ach du Kacke. Oh, gut, dass ich da nicht mitmache, ey. Also würde ich da stehen, ich hätte, also ich hätte sowieso keinen Namen so gewusst, ohne dass ich auf Google die ganze Zeit gucken müsste, aber wow. Bevor eure Mutter getötet wurde, hatte ich ihr meine Treue geschworen. Ich Jetzt, gab ja ihr gut. mein Wort, euch zu finden und zu beschützen. Euer Schild zu sein, eure Interessen zu verteidigen und wenn nötig, mein Leben für euch zu opfern. Das schwöre ich bei den alten Göttern und den neuen. So eine stabile Frau. Das ist eine richtig stabile Frau. Da ist so viel Power in ihrer Voice und auch Krass. Ich bin mir nicht mehr genau Aber sicher. das meine ich nämlich. Also, man guckt sich Brienne an. Das ist ja so ein, also das ist ja wirklich eine Frau. Also wirklich ein Stamm. Und dann siehst du diese nette Frau da einfach stehen. Wie sie heißt? Brigitte vom Horn oder so. Sie hat so einen komischen Namen. Gertrud, irgendwie so ein G-Name. Was? Gerda. Groß, blonde Haare, Frau, Ritteranzug, kämpft gegen Männer die ganze Zeit. Schweighöfer. Nimmt die gut auseinander. Schweighöfer. Brienne von Tarth. Yes. Wow. Mein Name ist Angela Wiederhut und ich bin die Stimme von Brienne von Tarth. Brienne von Tarth! Wow. Aber wenn man sie nur so sieht, ne, also wenn man weiß, oder anders gesagt, man sieht ja immer erst die Rollen und denkt sich so, ey, das passt so gut. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel die Angela hier sieht, denkt man sich so, eigentlich passt die auch viel, also es ist so richtig, das ist eigentlich so eine richtig sympathische Stimme. So eine schöne Stimme, wo du dir denkst, ja, okay, das passt auch eigentlich besser zu der kleinen Frau, die du da vor dir stehen hast und nicht vor dem Brecher von Brienne. Eine Ehrenfrau in der Serie. Wirklich. Und sonst? So? Ich meine, so andere Rollen? Marshall, deine Waden. Oh mein Ich will nicht mehr, ehrlich nicht. Ich will nicht mehr. Gott, ja, danke. Ey, das Wow, war die ey. Lieblingssitcom. All time. All mit immer so. Du schuldest mir immer noch ein Fahrrad. Das ist so krass. Misty? Misty aus Pokémon. Wow. Twilight habe ich Rosalie gesprochen. Oh mein Nikki Gott. Reed zum Beispiel. Wow. Misty, die Nervensäge mit ihrer gümmeligen Stimme, also muss man ja ehrlich sagen, ne? Die hat einen als Kind schon mies abgefuckt. Spricht einfach gleichzeitig Brienne. Ich kann das nicht mehr. Also bitte, seid doch mal ehrlich, das ist doch nicht mehr normal, oder?
Ich habe auch für euch ein Geschenk. Euer Leben. Und das Leben Oh, meine Königin. Die tragen. eurer weisen Herren. Doch ich möchte auch etwas im Gegenzug. Ihr befreit jeden Sklaven in Junkai. Wow. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind erhält so viel Proviant, Kleidung und Besitztümer, wie sie tragen können. Als Abfindung für die Jahre ihrer Knechtschaft. Weist dieses Geschenk zurück und ihr erfahrt kein Erbarmen. Wow. Daenerys. Ich bin mir aber nicht sicher. Meinst du nicht sicher? Also das Thema ist, also wenn da jetzt gleich ein anderer Name kommt, dann knallt sie aber. So nicht nur mein Kindheitscrush, auch mein Kindheitsheldin. Ich wollte immer sein wie sie. Das ist die mit dem weißen Haarenzopf. Ey, das ist was ganz Besonderes gerade. Das ist so. Muss ich ehrlich sagen, Emilia Clarke hat also alle haben so geil gespielt, habe ich ja schon vorhin gesagt, aber Emilia Clarke war halt, gerade wenn dann so, ne, mit der Perücke und so, also so diese Background-Geschichte da so, die war ja krank oder so, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ich will jetzt natürlich auch keinen Quatsch erzählen hier. Und dann so mit der Perücke und wie die das abgezogen hat, also wie die da die Rolle auseinandergenommen hat, Hilfe. Aber auch diese deutsche Synchro. Cool. Richtig geil. Das war die so, die Sklaven befreit hat, ne? Daenerys Targaryen. Die Mutter der Drachen. Ja. Dovai Gedis. Naechot me batas. Kelitis. Nike Daenerys gemasmo. En Targario lentrot. En Valyrio epo anugar ixan. Valyrio munio engos nuis is. Holy shit, Mann. Krass, ja. Das ist wirklich krass. Wow. So viele Männer kriegen gerade einen Crush, sei ehrlich. Richtig geil. So Wow. cool. Das ist richtig nice. Es ist so cool. Ey, Gänsehaut. Gänsehose. So krass, wirklich. Ich liebe dich. Hallo, mein Name ist Gabrielle Piep. Das ist auch so geil, dass die beiden immer dabei sind, ne? Die heben einfach noch dieses ganze Niveau einfach. Eigentlich hauen die das voll in den Keller mit ihren dummen Sprüchen und so. Aber es macht die Videos so viel geiler, ne? Mann und ich spreche Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Jetzt klingt sie normal. So ein toller Female Character, finde ich. Ja. In der Serie passieren so kranke Sachen, wirklich so auch ekelhafte, perverse Aber auch Sachen. eine sehr, Und sehr, sie sehr coole und schöne Stimme. war immer gut so. Sie spricht ja Valyrisch? Nee, was war... Valyrisch und Dothraki. Das war natürlich auch ein Highlight, 2 Fantasiesprachen zu sprechen. Ist Ja. So, Wenn das dann, wenn die dann normal sprechen und du trotzdem das raushörst, das finde ich immer so das Krasse. Weil oft, ne, merkst du das, okay, die verstellen ihre Stimme und so. Ich glaube, das ist auch dann irgendwo ein bisschen cooler, wenn du deine Stimme verstellst und dann eine Rolle sprichst, weil du dann in deinem normalen Leben nicht darauf so reduziert wirst oder nur darauf gesehen wirst, aber ja, stimmt. Ja. Wie war das? Hat dich da jemand eingeleitet oder hast du vom Original? Jan Odle, der die Bücher geschrieben hat und die Regie gemacht hat, der hatte keine Skripte bekommen. Und das heißt, der musste sich alles abhören und dann Silbe für Silbe aufschreiben. boah. Und wir haben ja keine Vorbereitung beim Synchron. Wir kriegen ja nicht vorher irgendwie Texte zum Üben oder so. Das heißt, du gehst halt ins Studio. Nee. Und bei dem valyrischen Dothraki war das halt so, ja, du guckst dir halt im Original den Rhythmus und so an und dann gehst du halt Silbe für Silbe, übst es halt 80 Mal vor dich hin, bis es halt einigermaßen flüssig rauskommt. Dann diese Emotion darüber zu bringen, das ist ja voll die Challenge. Richtig gut gemacht. Also mir macht sowas... Ja, aber aber ich finde dann noch so das Krasse, klar, ne, du eignest dir das ja an und machst das ja, aber ist jetzt, wann hat die Serie aufgehört? Vor 6 Jahren oder so? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann stellt die sich da trotzdem hin und rattert dir das so dahin, als wenn die das gerade erst gemacht hat. Das ist voll Spaß. Also ich kenne Kollegen, die hassen das. Ich finde das voll geil. Wenn du so normal sprichst, kommt deine Stimme auch so bekannt vor, von so vielen anderen Sachen bestimmt, oder? Tinkerbell vielleicht. Sag mir gar nichts. Aber das kennen vor allem eher die, ich weiß nicht, ob ihr schon Kinder habt. Das kennen Nein, aber ich gucke gern Kinderserien. Nein, es gibt Zoe 101. Nein, Jamie Lynn Spears. Oder Selena Gomez spreche ich immer. Ja. Ach du Scheiße, wen spricht die alles? Aber. Was? Boah, also Zoe 101 habe ich damals als Kind so gesuchtet. Aber ich kann mich gar nicht dran erinnern. Selena Gomez da, oh. Boah. Ah ja, das ist das. Es heißt Wingardium Leviosa und so. nicht Leviosa. Nein, Hermine! Alter. Hermine? Hermine? Was? Flabibi, Flabibi, Bibi, Fluff. Kenn ich nicht, aber. Also.
gut. Was soll ich erzählen? Wow. Also, wow, was die für Rollen gesprochen hat. Passiert es schon wieder, was im Studio passiert ist. Ich habe nämlich angefangen, drüber nachzudenken. Die Pokémons können ja nur ihren eigenen Namen sagen. Die können ja nicht sprechen. Und wenn du dann irgendwie 3 Stunden im Studio stehst und dann steht da immer nur der Name von dem Pokémon und die Emotion. Flabébé erzürnt. Flabébé. Flabébé traurig. Flabébé crazy. Flabébé. Finde ich geil. Finde ich cool, dass sie uns so auch nochmal mitnimmt, ne? So, weil ist das ja auch so, ne? Wenn du darüber nachdenkst, das ist eigentlich total gestört. Wir sitzen da und machen irgendwelche Pokémon nach oder was auch immer. Krass. Dass sie so emotional wird, finde ich richtig schön. Danke dir. Wow. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was für ein Special ihr noch sehen wollt. Und ich könnte gar nicht aufhören. Also immer weiter. Gib mir ran, Herr der Ringe, Harry Potter, weiter. Hier die ganzen. Wer spricht McConaughey in Interstellar und boah, immer weiter. Gib mir die ganzen Synchronsprecher. Boah. Gib mir Goldie Roger von One Piece und komm. Boah. Nicht. Gibt es etwas, was du gern sehen würdest? Boah, ich würde so gerne so ein Arzt-Serien-Special. Es gibt so viele coole Arzt-Serien und ich gucke sie alle. Das ist eine gute Idee. Schreibt gerne die Arzt-Serien rein, die ihr sehen wollt. Lustig, ernst, spielt keine Rolle. Und auf jeden Fall, vergesst nicht, diesen Channel zu abonnieren, die Glocke aktivieren. Oh, sogar Brille abgezogen. Aktivieren ist gut und irgendwas mit Hypen, glaube ich. Und hype das Ding. Hype das Ding auf den Hype-Button. Eine mega Endcard. Hat super. Finde ich gut. 10 von 10. Aber es ist, ich wollte gerade sagen, das kommt so viel cooler rüber. So, ne, wenn das alles nicht so alles immer perfekt passt, sondern oft mal reinhaut. Deswegen mache ich auch immer One-Take-Videos. Weil ich finde es viel cooler, wenn man sich so ein bisschen verhaspelt und so. Das macht das alles realer. Ist natürlich nicht perfekt, aber trotzdem. Krass. Also es ist wirklich wieder eine Wahnsinnsfolge gewesen. Das meine ich nämlich. gewesen, was die einfach für coole Synchronsprecher da ranholen können und auch ranholen und halt auch dann zu sehen und zu sehen, wie die aussehen und dann noch mal zu hören, was die gesprochen haben, hilft mir ja. Also wirklich geil, sehr, sehr geile Folge. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Ich hoffe ihr auch, dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.